Anbei ein kurzes Review zu unserem neuen Kaffee-Vollautomaten DeLonghi Dynamica Plus ECAM 370.70. Ich werde heute einen Latte Macchiato zubereiten in einem großen IKEA-Glas. Als Milch wird eine ganz normale 1,5-prozentige ultra hoch erhitzte Milch verwendet. Wichtig ist, dass man den Milchbehälter auf die entsprechende Stufe für den Milchschaum stellt. Für den Latte Macchiato nutze ich diese Stufe 3. Nun starte ich mal die Maschine. Zu sagen ist noch, dass das Mahlwerk auf Stufe 4 eingestellt ist. Ich finde, so schmeckt der Kaffee sehr aromatisch und die Tabs, wo nachher rausfallen, sind sehr schön gepresst. Anbei jetzt mal der Startvorgang und die komplette Zubereitung eines Latte Macchiatos. Ich möchte noch dazu erwähnen, dass weder der Kaffee noch die Maschine noch sonstiges Zubehör gestellt wurde, sondern wir haben das selber gekauft. Dies soll einfach dazu unterstützen, eine zukünftige Kaufentscheidung ja, für euch herbeizuführen oder auch nicht. So, ich starte jetzt mal die Maschine über den Einschalter. Was ich euch nur wärmstens empfehlen kann, eine Schutzfolie zu kaufen für dieses Ablageblech, da dieses doch sehr schnell zerkratzt und sehr schnell unansehnlich wird. Ich muss es noch selber kaufen, ich habe es nicht installiert, werde ich aber demnächst tun. Ich werde es euch verlinken unten in der Beschreibung. So, als erstes stecke ich mal den Milchcontainer rein. Schau nochmal, ob ich den richtigen Milchschaum angewählt habe, die Einstellung. Die Maschine fordert dann auch nochmal auf, wenn ich das Ganze eingestellt habe. Ich stelle mal den Milchauslauf etwas höher, dass das große IKEA-Glas auch drunter passt, schiebe es nach hinten und starte die Kaffeeauswahl. Anbei war eben die genannte Meldung, auf welche Position der Schalter zu stellen ist. Ich finde, das Mahlwerk ist relativ leise im Vergleich mit anderen Maschinen, die wir auch schon hatten. Das hat mich sehr positiv überrascht. Und es kommt der Milchschaum. Ich merke, ich brauche einen Kaffee. Meine Hand war etwas unruhig und ist noch gerade abgestürzt. So. Die Maschine schreibt immer oben, bei welchem Schritt sie gerade ist und sagt auch, was als nächstes zu tun ist. Man muss jetzt nicht zwingend reinigen. Wenn man auf ESC oder Escaped drückt, dann kommt man im Prinzip zurück in diesen Hauptbildschirm und kann wieder etwas zubereiten. Eine Informationsmeldung steht dann oben im Display. Die Milch kommt frisch aus dem Kühlschrank, ist also gekühlt.
Der Milchschaum ist sehr gut, finde ich, ist auch sehr geschmackvoll. Der Kaffee hat sich auch gut abgesetzt zwischendrin, zwischen den Milchschichten, wie man sieht. Also ich muss sagen, ich genieße Kaffee und Milch aus dieser Maschine sehr. Wir nutzen selber Lavazza-Bohnen, welche auch gekauft sind. Damit haben wir die besten Erfahrungen gemacht. Aber Geschmack ist selbstverständlich immer so eine, ja, Sache. Dem einen schmeckt es, dem anderen nicht. So, jetzt stelle ich das Gefäß wieder drunter, gehe hier auf Clean. Der Schalter bleibt dann auch in der Position und die Maschine durchläuft automatisch den Reinigungsvorgang. So, der Reinigungsvorgang ist abgeschlossen. Ich habe mir angewöhnt, den Schalter schon wieder gleich wieder zurückzustellen auf die entsprechende Position für die nächste Zubereitung. So, dann nehme ich den Milchbehälter ab. So, immer ein kleines Tuch dabei haben. Ab und zu tropft doch mal etwas runter. Dann kann man das gerade sauber machen. Die Düse entsprechend auch reinigen, wo der heiße Wasserdampf durchläuft. Und nun schalte ich die Maschine aus. Und sie wird erneut gespült. Man sieht auch, die Maschine lässt ordentlich Wasser durch zum Spülen, was auch gut ist. Ich habe da auch schon andere Maschinen erlebt, welche nur ein klein wenig spülen. Hier ist noch die entsprechende Heißwasserauslaufdüse. Man kann damit Heißwasser zubereiten. Entsprechend ist hier noch eine Getränkeauswahl. Die Maschine spült jetzt eigentlich nicht noch einmal. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen, da sie ja erst gespült hat. Sie tut es doch. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. So, anbei nochmal die Getränkeauswahl. Latte Macchiato, Kaffee, Espresso, Cappuccino auf Seite 1. Auf Seite 2 heiße Milch, Doppio Plus, Long und Cappuccino Plus. Auf Seite 3 Cappuccino Mix, Flat White, Kaffee Latte, Espresso Macchiato. Auf Seite 4 Heißwasser, Kanne Kaffee, zweimal Espresso. Die Einstellungen sind auch sehr innovativ. Man kann sich die Maschine ja, nach eigenem Belieben einstellen, kann sich die Kaffeemengen programmieren. Der Kaffee und die Milch sind heiß, woraus rauskommen. Ich war sehr erstaunt, der Kaffee ist sehr heiß. Man kann die Temperatur aber auch einstellen. Ich habe ihn auf die mittlere Stufe eingestellt. Jetzt gucken wir uns noch den Tab an, welcher eingelegt war. Das ist wieder der sogenannte Vorführeffekt. Der Tab ist jetzt leider nicht ganz gebildet. Vorhin war er gut gebildet. Ich muss sagen, mit der Stufe 4 Malwerk fahre ich sehr gut und die Tabs sind in der Regel gut ausgeprägt und ausgebildet. Genau. So. Das war die kleine Review zur DeLonghi Dynamica Plus ECAM 370.70. Ich werde euch noch die Maschine verlinken unten. Die hatte ich selber im Angebot gekauft. Dadurch, ja, muss ich sagen, ist mir die Überlegung sehr leicht gefallen, die Maschine zu kaufen. Wir nutzen selber einen Dorgol-Entkalker. Hier kann ich nur empfehlen, ein Großgebinde zu kaufen. Das verlinke ich euch auch. Dieses 10-Liter-Gebinde kostet ja circa 50 €. Aber im Vergleich mit diesen 250 Millilitern Dorgol-Entkalkern spart man doch einiges an Geld. Ich verlinke euch das Ganze in der Beschreibung. Ihr könnt es euch gerne ansehen. Diesen Entkalker kann man auch verwenden für Wasserkocher und andere Maschinen, wo man hat. So. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben dort.
und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder angenehme Nacht. Bis dann. Ciao.